Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für einen leckeren vegetarischen Grillkäseburger mit Gemüse-Antipasti und Basilikumpesto. Für die Antipasti als erstes ein wenig Gemüse vorbereiten. Hier könnt ihr im Prinzip nehmen, was ihr wollt. Ich habe 2 rote Zwiebeln, 2 Paprika, eine große Zucchini und ein paar braune Champignons verwendet. Das Gemüse waschen bzw. putzen und dann relativ grob in Stücke oder Streifen schneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben. Zum Schluss kommt auch noch etwas Knoblauch dazu. 3 bis 4 Knoblauchzehen abziehen, mit einem Messer andrücken, ebenfalls auf das Backblech geben. Jetzt ein paar Zweige Rosmarin sowie Thymian über das Gemüse geben. Dann einen guten Schuss Olivenöl, außerdem einen Schuss Balsamico-Essig. Danach noch eine sehr gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer. Alles einmal gut miteinander vermengen, gleichmäßig auf dem Blech verteilen und so geht das Backblech dann in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 bis 30 Minuten, so lange bis das Gemüse gar ist. In der Zwischenzeit kümmern wir uns um das Pesto. Dafür als erstes eine kleine beschichtete Pfanne ohne Öl oder Fett erhitzen, 50 Gramm Pinienkerne in die Pfanne geben und für ein paar Minuten bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Schwenken leicht braun anrösten. Die Pinienkerne danach vom Herd ziehen. Jetzt einen großen Mixbecher hernehmen, Basilikumblätter von einem großen Topf Basilikum abzupfen, in den Mixbecher geben, eine Knoblauchzehe in kleine Stücke schneiden, ebenfalls dazugeben, außerdem die gerösteten Pinienkerne, 50 Gramm Parmesan, eine gute Prise Salz und frisch gemahlenen Pfeffer und zum Schluss etwa 75 bis 100 Milliliter Olivenöl dazu gießen. Danach pürieren wir das Ganze für ein paar Sekunden, bis sich alles zu einer sämigen Pesto-Soße verbunden hat. Das fertige Pesto sollte dann in etwa so aussehen. Jetzt kurz zur Seite stellen. Nach ca. 25 Minuten können wir dann das Gemüse aus dem Ofen holen. So sieht das fertige Ofengemüse dann aus. Ebenfalls kurz zur Seite stellen, etwas abkühlen lassen und dann fehlt nur noch der Grillkäse. Dafür eine Pfanne mit einem guten Schuss Öl erhitzen, den Grillkäse in die heiße Pfanne geben, für etwa 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten, den Grillkäse anschließend einmal vorsichtig wenden, von der anderen Seite ebenfalls braun und knusprig anbraten und wenn das erledigt ist, können wir servieren. Dafür als erstes etwas Pesto auf die Unterhälfte eines Burgerbrötchens streichen. Als nächstes geben wir eine gute Portion Antipasti-Gemüse auf das Pesto, dann den Grillkäse, nochmals einen Löffel Pesto drüber geben, zum Schluss die Brötchen-Oberhälfte und danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.